Ja, der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga 25/26 steht vor der Tür. Und wie immer gibt's dazu natürlich meine Bundesliga-Tipps und Prognosen zu allen Spielen hier im Video. Ja, hallo liebe Bundesliga-Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid auf Werners Fußballecke. Jetzt wird's richtig spannend in der Bundesliga, denn nur noch 9 Spieltage sind zu spielen. Und auch der 26. Spieltag bringt uns wieder ein richtig starkes Bundesliga-Wochenende. Los geht's gleich am Freitag mit Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen den FC St. Pauli. Dann schauen wir auf die Samstagsspiele. Da haben wir unter anderem das absolute Topspiel des Spieltags Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Außerdem spielt Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim. Borussia Dortmund empfängt zu Hause den FC Augsburg. Hoffenheim spielt gegen den VfL Wolfsburg und Wolfsburg ja jetzt mit ihrem neuen Trainer Dieter Hecking. Und das Samstagsspiel um 18:30 Uhr der HSV gegen den 1. FC Köln. Dann gibt es noch die 3 Sonntagsspiele des 26. Spieltags. Werder Bremen gegen Mainz 05, Freiburg gegen Union Berlin und zum Abschluss des Spieltages ebenfalls ein echtes Topspiel. Der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Also ja, wieder richtig starke Spiele am Bundesliga-Wochenende. Schauen wir uns kurz mal die aktuelle Bundesliga-Tabelle an. Gut, Borussia Dortmund sollte mit 8 Punkten Vorsprung auf Platz 4 die Champions League so gut wie sicher haben. Aber dahinter wird es richtig spannend, denn vom Platz 3 Hoffenheim bis Platz 6 Bayer Leverkusen kämpfen mehrere Teams um die Champions League Plätze. Das bedeutet auch, Leverkusen müsste gegen Bayern eigentlich gewinnen, denn gleichzeitig spielt Stuttgart gegen Leipzig, also direkte Konkurrenz im Kampf um die Top 4. Heißt auch, Stuttgart und Leipzig werden natürlich alles dafür tun, um ihre Partien zu gewinnen. Und im Abstiegskampf, ja, da bleibt es wohl bis zum letzten Spieltag richtig spannend. Der HSV hat mit seinem mega wichtigen Auswärtssieg in Wolfsburg am letzten Spieltag für mich persönlich einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass der HSV auch nächste Saison wieder in der Bundesliga spielt. Aber von Union Berlin bis runter auf Platz 17 wird es bis zum Saisonende definitiv noch richtig eng bleiben. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie tippst du den 26. Bundesliga-Spieltag? Schreib deine Prognosen unbedingt unten in die Kommentare. Und dann schauen wir uns jetzt natürlich meine Bundesliga-Tipps zum 26. Spieltag an. Ach ja, wenn dir meine Bundesliga-Prognosen gefallen und du mehr davon sehen möchtest, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, damit du auch kein Video mehr verpasst. So, und jetzt starten wir direkt rein mit dem Freitagsspiel. Borussia Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli. Und ja, das ist direkt ein richtig wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Ja, schauen wir zuerst auf Borussia Mönchengladbach. Nach der 1:4 Niederlage bei Bayern München am letzten Spieltag stehen die Fohlen weiterhin mit 25 Punkten auf Platz 12 der Bundesliga-Tabelle. Das bedeutet aber auch, Gladbach hat nur einen Punkt Vorsprung auf Platz 16 und auf diesem Platz steht aktuell ja der FC St. Pauli. Heißt also, mit einem Heimsieg könnte sich Gladbach ein kleines Polster nach unten verschaffen. Im schlimmsten Falle könnte man aber auch bis auf Platz 17 abrutschen. Eines der größten Probleme bei Gladbach ist aktuell ganz klar das Herausspielen von Torchancen. Mit 278 Torschüssen liegt Gladbach tatsächlich nur auf Platz 17 der Bundesliga. Zum Vergleich, Werder Bremen hat bisher 343 Torschüsse und liegt damit sogar auf Rang 5 aller Bundesliga-Teams. Aber hey, liebe Gladbach-Fans, wisst ihr eigentlich, welches Team die wenigsten Torschüsse der Liga hat? Richtig, der FC St. Pauli. Sagen wir es mal so, ich glaube eher nicht, dass wir hier ein 5:5 oder ein Torfestival sehen werden. Dazu kommt noch ein weiteres Problem für Gladbach. Trainer Eugen Polanski muss auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten. Rocco Reitz fehlt wegen einer Rotsperre. Und das ist natürlich schon ein richtig herber Verlust für die Fohlen.
Immerhin hat Gladbach aber in den letzten 3 Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor erzielt. St. Pauli dagegen hat in den letzten 3 Spielen nur 2 Gegentore bekommen. Also auch hier sieht man, das Ganze ist ziemlich ausgeglichen. Die Kiezkicker kommen außerdem mit einem Unentschieden aus ihrem letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach Gladbach. Damit ist St. Pauli immerhin seit 3 Bundesligaspielen ungeschlagen. Und gerade auswärts hat St. Pauli ja schon bewiesen, was möglich ist. Zum Beispiel beim 1:0-Sieg in Hoffenheim. Da hat man gezeigt, dass man auch gegen starke Teams auswärts punkten kann. Mit einem möglichen Sieg in Gladbach könnte St. Pauli sogar bis auf Platz 12 klettern. Also ja, ein extrem wichtiges Spiel für beide Teams. Mein Bundesliga-Tipp für Borussia Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli ist ein 1:2 Auswärtssieg für St. Pauli. Aber jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Wie tippt ihr Gladbach gegen St. Pauli? Schreibt euren Tipp unbedingt unten in die Kommentare. So, dann schauen wir jetzt auf die Samstagsspiele des 26. Bundesliga-Spieltags. Und wir starten direkt mit dem absoluten Topspiel dieses Spieltags. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Für Leverkusen geht es in diesem Spiel natürlich um richtig viel. Aktuell steht Bayern mit 3 Punkten Rückstand zu Platz 4 auf Rang 6 der Bundesliga. Und weil gleichzeitig Stuttgart gegen Leipzig spielt, also direkte Konkurrenz im Kampf um die Champions League Plätze, wäre ein Sieg jetzt gegen Bayern natürlich Gold wert. Aber klar, auch wenn Bayern München gefühlt schon deutscher Meister ist, wollen die Bayern natürlich jedes Spiel gewinnen. Und vielleicht auch noch den ein oder anderen Bundesliga-Rekord aufstellen. Ja, was war das für ein Spiel? Leverkusen gegen Arsenal London. Leider hat das Tor von Robert Andrich nicht gereicht. Denn ausgerechnet, ja, Kai Havertz erzielt in der 89. Minute per Elfmeter den 1:1 Ausgleich. Klar wird es nächsten Dienstag jetzt damit nicht einfacher in London, aber dennoch bleibt eine Restchance für Leverkusen, das Viertelfinale der Champions League doch noch zu erreichen. Aber ja, das Spiel gestern wird natürlich eine Menge Kraft gekostet haben. Dazu muss man jetzt natürlich abwarten, ob Leverkusen volle Pulle zu Hause gegen die Bayern spielen wird. Klar ist aber auch, Bayern müsste das Spiel am Samstag schon gewinnen, was den Champions League Platz in der Bundesliga angeht. Und dazu kommt noch ein Problem. Trainer Kaspar Juhlmann muss auf Alejandro Grimaldo verzichten, der wegen einer Gelbsperre fehlt. Und das ist natürlich ein richtig bitterer Ausfall für Bayer Leverkusen. Außerdem war Leverkusen zuletzt in der Liga nicht wirklich konstant. In den letzten 5 Bundesligaspielen gab es 3 Unentschieden, eine Niederlage und einen Sieg. Also da muss sich Leverkusen gegen Bayern definitiv auf jeden Fall steigern. Und auch interessant, der letzte Bundesligasieg von Leverkusen gegen Bayern war in der Saison 2023/24 beim 3:0-Sieg. So, dann schauen wir jetzt mal auf den FC Bayern München. Die Bayern haben ihre letzten 5 Bundesligaspiele alle gewonnen und das mit einem Torverhältnis von 18:6 Toren. Ja, und was war das jetzt für ein Spiel vom FC Bayern am Dienstag beim 6:1-Sieg bei Atalanta Bergamo in der Champions League? Also besser kann man fast gar nicht mehr spielen. Da haben die Bayern mal wieder gezeigt, warum sie, und das auch zu Recht, zu den Favoriten auf den diesjährigen Champions League-Titel sind. Allerdings fallen jetzt Jamal Musiala, Alphonso Davies und Jonas Urbik gegen Bayer Leverkusen auf jeden Fall aus. Gut, im Bayern-Tor wird dann wohl erstmal Sven Ulreich stehen. Durch das 6:1 aber kann Bayern ganz entspannt in das Spiel jetzt dann in Leverkusen gehen. Aber klar ist auch, die Bayern-Spieler wollen jedes Spiel gewinnen. Und zusätzlich haben sie noch das ein oder andere Ziel. Den Bundesliga-Rekord zum Beispiel für die meisten Tore in einer Saison. Und dafür fehlen den Bayern aktuell nur noch 10 Tore. Heißt also, der FC Bayern wird auch in Leverkusen ganz klar auf Sieg spielen. Mein Tipp für Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München ist ein 1:2 Auswärtssieg, ja, für Bayern München. Jetzt bin ich gespannt auf euren Tipp.
Wie geht Leverkusen gegen Bayern aus? Schreibt mir euren Tipp auf jeden Fall unten in die Kommentare. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Heidenheim. Die Eintracht kommt mit einem 0:0 beim FC St. Pauli aus dem letzten Spieltag in dieses Heimspiel. Damit steht Frankfurt mit 35 Punkten weiterhin auf Tabellenplatz 7. Das bedeutet allerdings auch, mittlerweile sind es schon 9 Punkte Rückstand auf Platz 6 und dieser Platz würde immerhin noch die Europa Conference League bedeuten. Natürlich geht Eintracht Frankfurt als klarer Favorit in dieses Heimspiel gegen Heidenheim. Alles andere wäre da schon eine große Überraschung. Die letzten 2 Heimspiele konnte die Eintracht immerhin gewinnen, gegen Borussia Mönchengladbach und zuletzt auch gegen den SC Freiburg. Und das sogar ohne Gegentor. Und das ist natürlich schon eine gute Leistung im Vergleich der Frankfurter Spieler aus den letzten Bundesligaspielen. Heißt also, wenn Frankfurt noch eine kleine Chance auf Platz 6 haben möchte, dann muss dieses Heimspiel gegen Heidenheim unbedingt gewonnen werden. Aber klar ist auch, der 1. FC Heidenheim und Trainer Frank Schmidt werden bis zum letzten Bundesligaspieltag alles geben. Das haben sie zum Beispiel beim 3:3 zu Hause gegen den VfB Stuttgart schon eindrucksvoll bewiesen. Gut, letzte Woche gab es zwar eine 2:4 Heimniederlage gegen Hoffenheim, aber auch da hat Heidenheim wieder, 2 eigene Tore erzielt. Und genau daran sieht man, die Heidenheimer Spieler werden bis zum 34. Spieltag kämpfen und nochmal kämpfen. Aber auch die Statistik spricht klar für Frankfurt. In den letzten 5 Bundesliga-Duellen zwischen diesen beiden Teams hat Frankfurt 4 Siege geholt bzw. 1 Unentschieden. Also noch keine Niederlage gegen Heidenheim. Deshalb ist auch mein Bundesliga-Tipp für Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Heidenheim ein dann doch klarer 4:1 Heimsieg für Eintracht Frankfurt. So, wie ist denn eure Meinung? Wie tippt ihr Frankfurt gegen Heidenheim? Schreibt euren Tipp unten in die Kommentare. So, dann schauen wir uns auch gleich das nächste Bundesligaspiel an. Das ist auch wieder sehr interessant. Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Hier spielt der aktuelle Tabellenzweite Borussia Dortmund gegen den Tabellenneunten FC Augsburg. Für mich hat Borussia Dortmund den Champions League Platz für die nächste Saison eigentlich schon sicher. Der BVB steht aktuell auf Tabellenplatz 2 und hat 8 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Das wird sich das Team von Trainer Niko Kovac meiner Meinung nach nicht mehr nehmen lassen. Der BVB spielt bisher eine richtig starke Saison. Nur 2 Niederlagen in 25 Bundesligaspielen. Das ist schon eine echt beeindruckende Serie. Und man darf auch nicht vergessen, einige BVB-Spieler wollen sich natürlich auch noch für die Nationalmannschaft empfehlen. Gerade mit dem Blick auf die kommende Weltmeisterschaft. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Dortmund-Spieler jetzt irgendwie nachlassen oder den Kopf hängen lassen. Und natürlich geht der BVB als klarer Favorit in dieses Heimspiel gegen Augsburg. Von 12 Heimspielen hat Dortmund 9 Spiele gewonnen, nur ein Spiel verloren. Und die gab es beim 2:3 gegen Bayern München. Damit liegt der BVB in der Bundesliga-Heimtabelle auf Platz 2. Und auch das Torverhältnis zu Hause kann sich sehen lassen. 28:11 Toren. Allerdings hat Trainer Niko Kovac weiterhin Probleme in der Defensive. Jetzt gegen Augsburg muss er auch noch auf den gelb gesperrten Rami Bensebaini verzichten. Aber immerhin, Niklas Süle ist wieder einsatzbereit. Und das könnte der Dortmunder Defensive natürlich helfen. Schauen wir auf den FC Augsburg. Das Team von Trainer Manuel Baum steht aktuell mit 31 Punkten auf Tabellenplatz 9. Damit hat der FCR 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ganz durch ist Augsburg im Abstiegskampf also noch nicht. Ich persönlich denke aber schon, dass Augsburg auch nächste Saison wieder Bundesliga spielen wird. Und man darf auch nicht vergessen, der FCR ist aktuell richtig gut drauf. Okay, letzte Woche gab es zwar eine 2:1 Niederlage bei RB Leipzig, aber in den letzten 7 Bundesligaspielen hat Augsburg 5 Siege geholt. Das ist schon eine richtig starke Serie.
Natürlich wollen die Augsburger auch etwas aus Dortmund mitnehmen, selbst wenn es am Ende nur ein Punkt wäre. Und man darf auch nicht vergessen, Augsburg hat diese Saison beim FC Bayern gewonnen und auch zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Das zeigt, die FCA-Spieler wissen ganz genau, wie man gegen Top-Teams punkten kann. Ja, mein Bundesliga-Tipp für Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg ist deshalb ein knapper 3:2 Heimsieg für Borussia Dortmund. Allerdings darf man auch nicht ganz vergessen, Bayern München spielt ja bei Bayer Leverkusen. Das heißt, ja, Bayern München könnte vielleicht auch verlieren. Also für Dortmund schon noch ganz wichtig, jetzt zu Hause zu gewinnen, weil vielleicht sind es danach nur noch 8 Punkte Rückstand. So, und liebe Grüße gehen raus an die Dortmund-Fans Markus und André. Dann schauen wir gleich auf das nächste Samstagsspiel. Jetzt haben wir die TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg mit ihrem neuen Trainer, beziehungsweise auch alten Trainer kann man sagen, Dieter Hecking. Die TSG Hoffenheim kommt mit einem souveränen 4:2 Auswärtssieg in Heidenheim aus dem letzten Spieltag in dieses Heimspiel. Damit steht Hoffenheim mit 49 Punkten weiterhin auf Tabellenplatz 3. Und ganz ehrlich, das ist in dieser Saison auch wirklich absolut verdient. Die Hoffenheimer haben aktuell 15 Bundesligasiege, damit die drittmeisten aller Bundesliga-Teams. Dazu kommt, mit 53 Toren stellt Hoffenheim zusammen mit Dortmund den zweitbesten Angriff der Liga. Und auch defensiv sieht es richtig stark aus. Mit nur 33 Gegentoren hat die TSG die viertbeste Abwehr der gesamten Liga. Deshalb geht das Team von Trainer Christian Ilse natürlich auch als klarer Favorit in dieses Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Am 24. Spieltag gab es zwar eine überraschende Heimniederlage, ja, gegen den FC St. Pauli, und genau deshalb wollen die Hoffenheimer Spieler bestimmt jetzt vor den eigenen Fans wieder etwas gut machen. Das sorgt natürlich nochmal für extra Motivation gegen Wolfsburg. Dazu kommt, die TSG hat das Heimspiel am 9. Spieltag bereits mit 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Also insgesamt spricht schon ziemlich viel für einen Hoffenheimer Heimsieg. Natürlich gibt es aber auch einen Faktor, der dagegen halten könnte. Der neue Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking, er soll den Verein vor dem Abstieg retten und bringt natürlich jede Menge Erfahrung mit. Allerdings darf man auch nicht erwarten, dass sich schon am ersten Spieltag unter ihm alles komplett verändern wird. So ein Trainerwechsel braucht normalerweise natürlich ein bisschen Zeit. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem schon einen kleinen positiven Schub für Wolfsburg. Allerdings darf man auch nicht vergessen, der VfL hat die letzten 3 Bundesligaspiele alle verloren. Und das zieht natürlich an der Moral der Spieler. Dazu kommt, mit 55 Gegentoren hat Wolfsburg mittlerweile die zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga. Und jetzt geht es gegen einen der besten Angriffe der gesamten Liga. Das könnte schon ziemlich schwierig werden. Deshalb ist auch mein Tipp für Hoffenheim gegen Wolfsburg ein klarer 4:1 Heimsieg, ja, für die TSG Hoffenheim. So, liebe Bundesliga-Freunde, dann kommen wir jetzt zum Samstagsspiel um 18:30 Uhr. Hier trifft der Hamburger SV zu Hause auf den 1. FC Köln. Und in diesem Spiel geht es um mega wichtige Punkte für beide Teams. Der HSV hat letzte Woche einen super wichtigen 2:1 Auswärtssieg in Wolfsburg geholt. Diese 3 Punkte könnten vielleicht sogar schon den Klassenerhalt bedeutet haben. Denn aktuell steht der Hamburger SV mit 29 Punkten auf Tabellenplatz 10. Dazu hat man jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 und sogar 9 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln hätte der HSV also ein richtig gutes Polster für die letzten 8 Bundesligaspiele. Deshalb wird das Team von Trainer Merlin Polzen zu Hause alles dafür geben, dass die 3 Punkte in Hamburg bleiben. Und ein kleines extra Motivationsdetail gibt es auch noch. Der HSV hat nach der 1:4 Niederlage beim 1. FC Köln am 9. Spieltag natürlich auch noch eine Rechnung offen. So, schauen wir jetzt auf den 1. FC Köln und Trainer Lukas Kwasniok.
Man muss leider sagen, der FC steht aktuell in einer echten Krise. In den letzten 5 Bundesligaspielen hat Köln nur einen einzigen Punkt geholt bei 4 Niederlagen. Damit steht Köln aktuell mit 24 Punkten auf Tabellenplatz 14. Und das bedeutet auch, der FC ist punktgleich mit dem FC St. Pauli auf Platz 16. Und dazu hat Köln gerade einmal 4 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg auf Platz 17. Eigentlich müssten also jetzt unbedingt 3 Punkte gegen den HSV her. Allerdings ist der letzte Bundesliga-Auswärtssieg dieser Saison schon ziemlich lange her. Der war beim 1:0-Sieg in Hoffenheim, ja, am 6. Spieltag. Insgesamt hat Köln auch erst 2 Auswärtssiege in dieser Saison geholt. Also wirklich keine besonders gute Auswärtswerte. Aber klar ist auch, wenn du in der Bundesliga bleiben willst, musst du natürlich auch Auswärtspunkte holen. Am besten jetzt sofort beim HSV. Und offensiv hat der FC ja durchaus sehr gute Qualitäten mit Spielern wie Elmaler, Ragnar Ache, Bülter oder auch Kaminski. Allerdings hat Köln in den letzten 5 Spielen nur 5 Tore erzielt, bei aber 11 Gegentoren. Das bedeutet auch, jeder Spieler, auch die Offensivspieler, muss jetzt mehr Defensivarbeit leisten. Nur so kann Köln am Ende auch in der Bundesliga bleiben. Mein Bundesliga-Tipp für den HSV gegen den 1. FC Köln ist ein 3:1 Heimsieg für den Hamburger SV. So, liebe Bundesliga-Freunde, und damit kommen wir jetzt zu den Sonntagsspielen des 26. Bundesliga-Spieltags. Und auch das ist wieder extrem wichtig für beide Teams. Der SV Werder Bremen empfängt zu Hause Mainz 05. Und gleich mal die große Frage am Anfang: Kann Werder den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen? Denn die Bremer kommen mit einem mega starken 4:1 Auswärtssieg bei Union Berlin aus dem letzten Spieltag. Und das war bereits der 2. Sieg in Folge für das Team von Trainer Daniel Thune. Damit steht Werder jetzt mit 25 Punkten auf Tabellenplatz 13. Und ganz wichtig, man hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz 17. Mit einem Heimsieg gegen Mainz könnte Bremen sogar bis auf Platz 11 klettern. Also ja, bei Werder geht es aktuell wieder richtig aufwärts. Und das ist natürlich extrem wichtig in dieser Phase der Saison. Interessant ist auch, es war erst das 2. Mal in dieser Saison, dass Werder 4 Tore in einem Spiel erzielt hat. Das letzte Mal war am 3. Spieltag beim 4:0 Auswärtssieg in Gladbach. Auch daran sieht man, die Spieler haben den Ernst der Lage auf jeden Fall erkannt. Dazu kommt noch ein kleiner Moralbooster. Im Hinspiel am 8. Spieltag konnte Bremen immerhin 1:1 in Mainz spielen. Das gibt natürlich auch Selbstvertrauen vor diesem wichtigen Heimspiel. Aber Vorsicht, Mainz 05 kommt ebenfalls mit einer stabilen Serie. Die Mainzer haben nämlich ihre letzten 3 Bundesligaspiele nicht verloren. Alle 3 Spiele endeten allerdings auch unentschieden. So auch am letzten Spieltag beim 2:2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Damit liegt Mainz aktuell mit 24 Punkten auf Tabellenplatz 15. Und das bedeutet punktgleich mit St. Pauli auf Platz 16 und nur 4 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg auf Platz 17. Also auch für Mainz 05 zählt am Sonntag eigentlich nur ein Sieg. Aber es gibt auch einen wichtigen Faktor. Mainz spielt am Donnerstag noch in der Europa Conference League und zwar auswärts bei Sigma Olmütz in Tschechien. Und so ein Europapokalspiel kostet natürlich viel Kraft und Energie. Das könnte ein echter Vorteil für Werder Bremen dann doch noch werden. Trotzdem darf man Mainz auf jeden Fall nicht unterschätzen. Immerhin haben sie zum Beispiel 2:1 in Leipzig gewonnen und 2:2 ja beim FC Bayern gespielt. Also ja, Mainz weiß definitiv, wie man auswärts punkten kann. Mein Bundesliga-Tipp für Werder Bremen gegen Mainz 05 ist trotzdem ein 2:1 Heimsieg für Werder Bremen. So, dann schauen wir direkt auf das nächste Spiel. Der SC Freiburg zu Hause gegen Union Berlin.
Hier spielt der Tabellenachte gegen den Tabellenelften. Und gleich die nächste spannende Frage: Kann Freiburg seine starke Heimserie weiter ausbauen? Der SC Freiburg steht aktuell mit 34 Punkten auf einem, muss man sagen, soliden 8. Tabellenplatz. Die Chancen auf einen internationalen Platz sind allerdings eher gering geworden. Denn der Rückstand auf Platz 6 beträgt bereits 10 Punkte. Und mit dem Abstiegskampf haben die Freiburger natürlich auch nichts zu tun. Aber klar ist auch, die Breisgauer wollen vor heimischem Publikum natürlich gewinnen. Am letzten Spieltag gab es ja das spektakuläre 3:3 gegen Bayer Leverkusen. Da hat Freiburg leider schon 2 wichtige Punkte verloren, wenn man nochmal Richtung Europa schauen wollte. Jetzt zu Hause gegen Union Berlin geht Freiburg aber natürlich als Favorit in das Spiel. Und das liegt vor allem an der starken Heimbilanz. Aus 12 Heimspielen hat Freiburg 7 Siege und nur eine Niederlage. Damit steht man auf Platz 5 der Bundesliga-Heimtabelle. Allerdings muss Freiburg am Donnerstag noch in der Europa League ran, und zwar auswärts in Genk. Das wird dem Team natürlich schon Kraft und Energie kosten. Schon ein kleiner Nachteil für den SC Freiburg dann zu Hause gegen Union Berlin. Bei Union sieht die Situation aktuell etwas schwieriger aus, was die Bundesliga angeht. Trainer Steffen Baumgart musste zuletzt einige Rückschläge hinnehmen. Die 1:4 Heimniederlage gegen Werder Bremen war bereits die 3. Niederlage in den letzten 4 Bundesligaspielen. Damit steht Union aktuell mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 11. Und das bedeutet auch nur 4 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz 16, aber okay, immerhin 8 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz 17. Ein weiteres Problem: Union hat die letzten 3 Auswärtsspiele in der Bundesliga alle verloren. Also wirklich keine gute Serie. Und als wäre das nicht genug, muss Trainer Steffen Baumgart jetzt auch noch auf Andras Schäfer und Leopold Querfeld wegen Sperren verzichten. Das macht die Aufgabe in Freiburg natürlich nicht einfacher. Mein Tipp für den SC Freiburg gegen Union Berlin ist deshalb ein 2:1 Heimsieg für den SC Freiburg. So, liebe Bundesliga-Freunde, jetzt kommen wir zum letzten Spiel des 26. Bundesliga-Spieltags. Und ja, das ist nochmal ein richtiges Topspiel. Der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Und hier geht es tatsächlich um die Champions League Plätze. Denn die Situation in der Tabelle ist extrem spannend. VfB Stuttgart 47 Punkte, Platz 4. RB Leipzig ebenfalls 47 Punkte, Platz 5. Also für beide Teams wäre ein Sieg jetzt absolut Gold wert. Der VfB Stuttgart kommt allerdings mit einem 2:2 Unentschieden bei Mainz aus dem letzten Spieltag in dieses Heimspiel. Und dieses Unentschieden war für Stuttgart schon ziemlich bitter. Denn der Ausgleich fiel erst in der 91. Minute der Nachspielzeit. Damit hat der VfB schon 2 wichtige Punkte verloren. Umso wichtiger wäre jetzt natürlich ein Heimsieg gegen Leipzig. Und zu Hause ist Stuttgart aktuell richtig stark. Die letzten 3 Heimspiele wurden alle gewonnen und dabei hat Stuttgart nur ein einziges Gegentor kassiert. Allerdings hat der VfB noch eine zusätzliche Belastung. Am Donnerstag steht das schwere Europa League Heimspiel gegen den FC Porto an. Und das wird natürlich eine Menge Kraft kosten. Aber wenn man Trainer Sebastian Hoeneß kennt, dann hat er dafür schon sicher einen Plan für das Spiel am Sonntag gegen Leipzig. Was ebenfalls beeindruckend ist, der VfB hat in den letzten 4 Bundesligaspielen insgesamt 12 Tore erzielt. Und überhaupt treffen hier 2 der besten Offensiven der Bundesliga aufeinander. Stuttgart 50 Bundesligatore, Leipzig 48. Dazu kommt, beide Teams haben auch eine stabile Defensive. Sowohl Stuttgart als auch Leipzig haben bisher nur 34 Gegentore kassiert. Also eins ist klar, ein 0:0 wird dieses Spiel wahrscheinlich eher nicht werden. Und was macht RB Leipzig? Die Leipziger kommen mit einem 2:1 Heimsieg gegen Augsburg aus dem letzten Spieltag in dieses Topspiel. Das war bereits der 2. Sieg in Folge und der 3. Sieg aus den letzten 5
Bundesligaspielen. Außerdem hat Leipzig in den letzten 5 Ligaspielen immer mindestens 2 Tore erzielt. Auch auswärts ist RB Leipzig ziemlich stark. Mit 6 Auswärtssiegen, 3 Unentschieden und einem Torverhältnis von 19 zu 16 Toren liegt Leipzig auf Platz 4 der Bundesliga-Auswärtstabelle. Und ein weiteres Highlight dieses Spiels: hier treffen auch einige der besten Torschützen der Bundesliga aufeinander. Beim VfB Stuttgart steht Dennis Undaff aktuell mit 15 Saisontoren auf Platz 2 der Bundesliga-Torschützenliste, direkt hinter Harry Kane vom FC Bayern. Und auch Leipzig hat gleich 2 Spieler mit jeweils 10 Saisontoren: Christoph Baumgartner und Jan Diomande. Also alles spricht dafür, dass wir hier ein echtes Spitzenspiel mit vielen Torchancen sehen werden. Ja, mein Bundesliga-Tipp für den VfB Stuttgart gegen RB Leipzig ist ein 2:1 Heimsieg für den VfB Stuttgart. Ja, und jetzt seid ihr dran. Wie tippt ihr dieses Heimspiel zwischen Stuttgart und Leipzig? Ab damit in die Kommentare. Ja, liebe Bundesliga-Freunde, das waren meine Tipps und Prognosen zum 26. Bundesliga-Spieltag. Links seht ihr jetzt nochmal alle meine Ergebnisse und rechts dann die Tabelle nach meinen Prognosen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie tippt ihr den 26. Bundesliga-Spieltag? Schreibt eure Tipps auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wenn dir meine Bundesliga-Prognosen gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, damit du kein Bundesliga-Video mehr verpasst. Dann sage ich wie immer, drückt euren Teams die Daumen, bleibt sportlich und wir sehen uns beim nächsten Bundesliga-Tipp-Video auf Werners Fußballecke. Also bis dann, tschüss!